Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Baten Kaitos, die schwingende Ewigkeit und der verlorene Ozean. Wir stehen jetzt vor Finale, wir haben jetzt alles Sidequests gemacht, alle können jetzt neunmal angreifen, alle haben die höchste Rangkarte. Ja, das ist alles soweit alles, was ich machen konnte mit den Charakteren. Es gibt noch sämtliche Nebenaufgaben, die ganzen hier Sternkarten suchen. Und da wurde mir auch was in den Kommentaren geschrieben, dass er mir Tipps gibt, wenn man ihn anredet. So, wir haben, glaube ich, eine. Na, mal sehen, wie viel habe ich. Okay, nur einen. Der Aquila. So, das kann ich auch noch einmal kurz erledigen. Dann noch leveln. Also beten. Und dann geht es Richtung Finale. So, Aquila. Mehr können wir momentan nicht tun. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier schon habe. Ich habe gar nicht mitgezählt. Und was kriege ich dafür? Seltene Actionfigur. Okay. Und zwar könntest du mir Informationen zu den Fragmenten geben. Es gibt Gerüchte, dass irgendwo eine Nation im ewigen Eis geben soll. Und dass dort ein Schloss aus Eis steht. Wenn es diesen Ort wirklich gibt, ist es gut möglich, dass du dort eines der Fragmente finden wirst. Also in Schloss Wassen gibt es wohl eine Sternkarte. Wo genau, muss ich natürlich dann suchen. Aber das werde ich jetzt nicht tun. Den Rest kann ich ja in einen Bonuspart packen. Das Einzige, was ich möchte, ist halt erstmal leveln und dann das Ende einleiten. Alles weitere kann im Bonus vorkommen. Extra Bonusfolgen. Okay. So, das war schon. 62, 61. Okay. Ich weiß gar nicht, mit welchen ich antreten soll. Um ehrlich zu sein. Wir machen das so, dass die mal auch mal höher kommen. Sind ja alle richtig gut bestückt momentan. Was die Magnus-Karten angehen. Nicht so, was ihr jetzt gerade denkt. Aber was mich gerade interessiert ist, diese Action-Karte. Was ist das denn hier? Diese Actionfigur in limitierter Auflage stammt aus einem gewissen Science-Fiction-Spiel, was die Zukunft wohl für diesen Kampf Androiden beihält. Was kann ich mit denen machen? Wisst ihr da? Kann ich die für eine Magnus-Karte irgendwie, oder verwandelt die sich, verändert die sich? Ich wollte auch mal gucken, eine Sammlung. Magnus-Karten, wie viel haben wir da schon? 708 von 1022. Oh ja. Also hier fehlen uns ja noch einige Karten. Also wie ich sehe. Hier noch Schwerter. Vielleicht kommen die noch. Hier noch Paddel. Hier fehlen noch vor der Finde der Macht noch. Hier noch. Oh, hier fehlen auch die ganzen Paddeln. Die kommen bestimmt alle noch. Aha. Alter Falter, ey. Was mir noch alles fehlt. Rufkarten, ja gut. Die müsste ich dann extra nochmal raussuchen. Hier haben wir alle Kameras. Flucht. Hier fehlt uns nur noch Kronos 4. Kronos 4 und hier fehlt uns gerade halt die anderen Stufe 6. Kronos 4, Spezialattacken. Hier fehlt noch eine. Da fehlt noch eine, da fehlt auch noch eine. Alter Falter. Ich weiß ja nicht, wie viel von diesen Geistattacken gibt. Ob das alles sind, die ich jetzt hier bekommen habe, oder ob hier noch eine fehlt und da noch eine fehlt. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Ja, klar. Ja, hier hätten wir auch alles machen können. Hätten wir die Karten behalten.
Mich wundert, dass die Feuerkarte nicht dabei war. Weil die hätten sich definitiv verwandelt. Dann hätten wir das schon mal erfüllt, aber ich war ja so dumm und hab die verkauft. Aber gut. So, Rangkarten müssten wir alle haben. So, Alter. Ah ja. Hier kann ich genau abzählen, wie viel mir noch fehlen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück fehlen mir noch. 40 Stück haben wir schon gesammelt. Alter Falter. Hier fehlen mir sogar noch Ausrüstungsteile. Ja gut, wenn das hier noch eine ist, aber ich glaube schon. Ausrüstungsteile fehlen mir auch noch. Von Mesuti haben wir ja einige. Hier fehlt uns auch noch was. Ja, einige kann man ja auch durch Kombinationen holen. Wie zum Beispiel so einige Sachen oder Veränderungen. Na, man weiß ja nie, was sich verändert. Ah, sieh einer ein. Das Ei wurde zum hässlichen Entlein. Und das hässliche Entlein wurde zum Schwan. Aha. Okay. Rote Ampel, grüne Ampel. Dann fehlt uns noch die Mütze. Was ist, wenn... Ne, die beiden habe ich gar nicht, ne? Wenn ich die vielleicht kombiniere miteinander. Ich weiß es nicht. Pfirsich Junge, ja. Bananen. Ich meine, es gibt auch noch einen Faltenfisch, aber der war woanders, ne? Sonnenblumenmünze. Sonnenmünze, Schlüsselblumen. Okay, da habe ich auch alles. Geringe Schulden. Schulden mit Zins. Schuldenberg. Auch gut. Sparbuch. Sparbuch plus Zinsen. Alter. Was es nicht alles gibt. Unglaublich, ey. Ich wollte einfach nur mal so drüber gucken. Boah, hier fehlen uns ja noch so viele. Ja, fehlen mir schon auch noch sämtliche Monsterkarten, ne? Mal hier noch die Reihe. Die Bosse soweit habe ich eigentlich, ne? Hier fehlt uns keiner mehr. Ich weiß ja nicht, wie das hier mit denen aussieht, ob das auch von denen irgendwie was noch gibt. Weil die waren ja als Gegner da, glaube ich. Ich weiß es nicht. Hier weiß ich auch nicht, wo ich so sämtliche Sachen finde. Na gut. Einige Sachen kann ich noch in Bonusparts reinhauen, aber ob ich alles 100% machen werde, das weiß ich nicht. Dazu brauche ich sehr, sehr viel Hilfe. Muss ich so viel nachgucken, wo ich die Sachen herbekomme. Also, es geht nach Mira. Ah, nee, nicht nach Mira. Ich bin doch so ein Idiot. Nach nur wollte ich doch. Gott, das war falsch jetzt. Das war falsch. Ich muss jetzt zu Königin Corellia. So, nur bitte. Jetzt richtig. Das war gerade ein Fehler, aber macht ja nichts. So, ich leite nämlich das Finale jetzt ein. Ich bin auf den Endkampf gespannt. Ob sich Melodia verwandelt oder sich mit Malperico vereint. Das glaube ich eher. Dass sie wirklich wahnsinnig wird, aber richtig wahnsinnig. Also ich glaube nicht, dass Malperico einfach so der Endboss sein wird. Das wäre dann ein bisschen komisch. Irgendwas Schlimmes wird noch passieren. Aber ich bin gespannt. Leiten wir das Finale ein. Müssen wir erstmal nur noch hingehen, ne? So, noch hier hoch. Ach, guck einen an. Der große wie heißt der nochmal? Großer Kamero. Was für eine wunderschöne Aussicht. Wir brauchen eure Hilfe, um zu finden, dass diese Welt in Finsternis versinkt. Da unten ist doch Ki, ne? Letzte Schlacht. Ah, jetzt sind sie alle hier, ne? Ja. Ki, mir so liebes Schnapper. Jawohl. Hier. Oh.
Sehr geil. Ich weiß gar nicht, ob die vorher da schon waren. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt, wo ich die ganzen Sachen hier gemacht habe mit denen, standen die hier. Los geht's. Wir sind bereit. Wir dürfen keine Zeit mehr verschwenden. Stimmst du, Bruno? Ah, genau. Auf geht's. In den Endfight. Well, everyone, our situation isn't exactly favorable. Indeed not. Each nation's food and medicine supplies are running low. Our soldiers are exhausted. They won't last forever. We have to do something. Indeed. We have little time left. Our apologies for keeping you waiting. Preparations are complete. All nations are ready. Then we've prepared in time. Well done. We appreciate your assistance. You have a plan for attacking Core Hydra Castle? You told us Melodia used the power of the 5 islands to release the End Magnus. I suggest we use that same power to counteract the power of the evil god, and to pierce the shield surrounding Core Hydra Castle. You're suggesting that we gather the power of the End Magnus remaining in each island and throw it at the shield? Exactly. That would be folly. Now that the End Magnus have been released, each island is barely kept afloat by its remaining power. If that power was to be depleted, the islands could fall. That would be too dangerous. We are all well aware of the dangers involved. Unless we do something soon, though, we'll all be doomed. We have to take our chances. Then you will definitely need my help. Lord Rodolfo. You came. Of course I did. How could I hide myself when there's a battle to be won? Wow, listen to him. He only agreed to help after some serious threatening on our part. The reason is unimportant. It is your presence here that counts. By the way, what has become of the Empire? Who will take charge? We can't expect too much from them. We will have them assume their positions, just in case. Now that Gildeblin is gone, there is no one to lead the people and bring out the full potential of that island. I'm not sure how much we can accomplish with the power of 4 islands, but we must do what we can. There's no turning back. This will probably be the first and the last time anyone attempts such a feat. Let us join together and give them something to remember. As mentioned earlier, we will take care of the shield. Wait for an opening and storm directly into the Core Hydra. I beg of you, please save my Melodia. Please save her soul. We will. We'll do our utmost. The final battle will take place tomorrow. The fate of the world is in our hands. There's one thing I don't understand. Melodia and Malperico seem to have somehow linked their minds together. Any ideas why or how?
Yeah. She used Geldeblame to unseal the 5N Magnus and resurrect Malperico. No doubt about that. Maybe she was first linked with the N Magnus and Mira. That's a possibility. According to Giacomo, Dr. Georg had a special power, probably induced by the N Magnus in the lava caves. He devoted himself to his experiments as if a man possessed, until he created Callus and Phi. What's your point? My point is that something tells me both Melodia and Dr. Georg were controlled by the will of Malperico, whether they were aware of it or not. Yeah, maybe. Yet, if that were indeed the case, it would be quite puzzling. On one side, we have Melodia and her cohorts attempting to unleash the N Magnus and take over the world. On the other, we have Dr. Georg, striving to create a being who could bring about Malperico's destruction. If both are controlled by Malperico, why would they be in contradiction? That is weird, now that you mention it. Dr. Georg's experiments were aimed at creating a Magnus of life. This would be the exact opposite of the N Magnus, which are symbols of death and destruction. My point is that Callus and Malperico may have been destined to fight one another. In that sense, Callus could be said to be a bad omen for Malperico, a harbinger of the god's demise. That's the way of the world. Come again? Everyone lives with contradictions of some sort or another. The desire to be sincere and loyal to others, and the urge to drop everything, lie back, and care about nothing. Oh. We want to be free, but also want to feel secure. We want to protect someone dear to us, but at the same time, we simply want to abandon them. We want to live on, but also want to give up and die. Love and hatred. Melodia and Callus. She is Malperico's curse to the world. Callus must be his prayer. She's his curse, and I'm his prayer. Yes. I won't claim to know for sure what Malperico thinks and desires, but something tells me that's how it is. Callus and Melodia. Us and them. There's no telling who will win. Hell, it may not even matter who wins. Is everything just a game, determined at the whim of some god, enjoying himself at our expense? Are we just pawns caught up in the mess, whether we like it or not? No, this is no game. This is Malperico's will. It's his first and final decision, putting himself at stake. It's the final fight by gods who were destroyed 1,000 years ago. He's dead serious, believe me.